Hallo liebe Häkelfreunde, heute lade ich euch ein, diese jugendlich lässige Hexagonjacke mit mir zu häkeln. Die verschlusslose Jacke ist nicht schwierig zu häkeln und ist wunderbar dazu geeignet, sie so wie ich über einen langen Pullover im Lagenlook zu tragen. Schlanke Damen können natürlich auch etwas Kurzes darunter tragen und dadurch eine völlig andere Wirkung erzielen. Die Anleitung enthält die Angaben von Größe 36 bis 50, welche immer dann im Video erscheinen, wenn sie benötigt werden. Richtwerte zum Verbrauch für eure Größe findet ihr wie immer auf der Materialseite nach den Intos. Da die verwendete Wolle zwischenzeitlich aus dem Sortiment genommen wurde, verlinke ich euch ein alternatives Garn in der Infobox, welches sowohl in Uni als auch mit Farbverlauf erhältlich ist und daher für diese Jacke gut kombiniert werden kann. Die Anleitung funktioniert grundsätzlich aber auch mit vielen anderen Materialien. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Mein Tipp zum Farbverlauf: Ich beginne beide Teile mit der gleichen Farbe. Ich arbeite alle Knäuel in der gleichen Richtung ab. Bevor wir beginnen, erkläre ich euch, wie die Jacke aufgebaut ist. Wir häkeln zwei völlig identische Teile, die dann später so zusammengefügt werden und im Rücken mit einer Naht verbunden werden. Ich verwende eine Häkelnadel 4 mm. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 7 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle zuerst eine Luftmasche, dann häkle ich in den Ring eine feste Masche, dann wieder eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist das erste Stäbchen. Ich häkle noch 2 Stäbchen in den Ring. Ich häkle über den Anfangsfaden drüber, damit wir den Ring später zusammenziehen können. Wir haben 3 Stäbchen gemacht. Wir häkeln 2 Luftmaschen. Wir häkeln wieder 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Noch einmal 3 Stäbchen.
2 Luftmaschen, ein viertes Mal 3 Stäbchen, zwei Luftmaschen, ein fünftes Mal 3 Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch ein sechstes Mal 3 Stäbchen. Wir haben 6 Dreiergruppen und ich schließe mit einem halben Stäbchen in den Kopf des ersten Stäbchens zur Runde. Auf diese Weise erhalten wir hier ebenfalls eine Lücke und wir befinden uns in der Mitte der Lücke. Jetzt häkle ich wieder eine Luftmasche, eine feste Masche in die Lücke, noch eine Luftmasche und noch eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist das erste Stäbchen und wir häkeln noch ein Stäbchen in die Lücke. Das ist eine halbe Ecke. Die zweite Hälfte kommt am Ende der Runde hinzu. Wir häkeln eine Luftmasche, wir lassen ein Stäbchen aus und in die Mitte der Dreiergruppe häkeln wir ein Stäbchen, eine Luftmasche. Dann sind wir bei der Ecke angekommen. In alle Ecken häkeln wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Wir häkeln eine Luftmasche, ein Stäbchen ins mittlere Stäbchen der Dreiergruppe, eine Luftmasche. Wir sind schon bei der nächsten Ecke und die Ecke besteht aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen ins mittlere Stäbchen, eine Luftmasche und wir sind schon wieder bei der Ecke und die besteht immer aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen ins mittlere Stäbchen, eine Luftmasche, die nächste Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen ins mittlere Stäbchen, eine Luftmasche. Wir sind wieder bei der Ecke, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen ins mittlere Stäbchen, eine Luftmasche und wir sind rundherum gekommen und hier fehlt uns die zweite Hälfte der Ecke, die besteht aus 2 Stäbchen und wir schließen mit einem halben Stäbchen in den Kopf des ersten Stäbchens zur Runde. Das Ganze wälzt sich, das muss auch so sein, weil wir 6 Flächen haben. Ich zeige euch
in ein paar Runden, wie das Ganze gefaltet werden muss. Im Moment geht das noch nicht, weil es noch zu klein ist. Ich häkle immer zuerst das Ersatzstäbchen und noch ein Stäbchen in die Lücke. Das ist eine halbe Ecke. Wir beginnen immer mit einer Luftmasche. Wir lassen ein Stäbchen aus und häkeln auf das zweite Stäbchen der Zunahme ein Stäbchen. Dann häkeln wir eine Luftmasche und ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen auf das erste Stäbchen der Zunahme, eine Luftmasche und wir sind bei der Ecke angekommen und die besteht immer aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und wir haben jetzt 4 Kästchen. 1, 2, 3, 4. In der Vorreihe hatten wir 2 Kästchen. Ich zeige euch die Kante noch einmal. Direkt nach der Ecke häkeln wir eine Luftmasche. Wir lassen ein Stäbchen aus. Wir häkeln ein Stäbchen auf das zweite Stäbchen der Zunahme. Eine Luftmasche. Ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen auf das erste Stäbchen der Zunahme, eine Luftmasche und dann folgt direkt die Ecke. Die besteht aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Noch einmal. Eine Luftmasche nach der Ecke, ein Stäbchen auslassen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen auf das erste Stäbchen der Zunahme, eine Luftmasche und direkt die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und die anderen 3 Kanten häkelt ihr genau gleich. Überall müssen sich 4 Kästchen ergeben und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Bis jetzt habe ich 3 Kästchen gehäkelt. Wir häkeln eine Luftmasche und die zweite Hälfte der Ecke, so dass wir auch hier 4 Kästchen haben und wir schließen in den Kopf des ersten Stäbchens mit einem halben Stäbchen zur Runde. Ich zeige euch noch eine Runde, es ist immer die gleiche Runde. Wir häkeln eine Luftmasche, eine feste Masche in die Lücke, eine Luftmasche, eine feste Masche in die untere Masche und immer noch ein Stäbchen in die Lücke. Wir starten immer mit einer Luftmasche und häkeln ein Stäbchen auf das zweite Stäbchen der Zunahme. Dann häkeln wir Kästchen bis zur nächsten Ecke. Hier ein Stäbchen auf das erste Stäbchen der Zunahme, eine Luftmasche und dann die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und jetzt haben wir 6 Kästchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
In jeder Runde kommen 2 Kästchen dazu. Wir beginnen mit einer Luftmasche, wir lassen ein Stäbchen aus, wir häkeln ein Stäbchen, wir häkeln Kästchen bis zur nächsten Ecke. Und in die Ecke häkeln wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Pro Kante ergeben sich in dieser Runde 6 Kästchen und alle Kanten sind genau gleich. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Runde endet immer mit einer Luftmasche und 2 Stäbchen in die letzte Ecke und dann schließen wir immer mit einem halben Stäbchen in den Kopf des ersten Stäbchens. Wie gesagt, alle Runden sind identisch, nur dass sich durch die Zunahmen pro Runde 2 Kästchen mehr ergeben. Die nächste Runde hat also 8 Kästchen, dann 10 Kästchen, dann 12 Kästchen und so weiter. Und ich zeige euch, wie das Ganze später gefaltet wird. Ihr müsst nur 2 gegenüberliegende Ecken aufeinander geben, dann bekommt es diese Form. Und wir haben hier einen Ärmel und hier ein Vorder- bzw. Rückenteil. Und wir machen dieselbe Runde, bis wir ein bestimmtes Maß erreicht haben. Und das messen wir vom Mittelpunkt gerade hinaus an einer beliebigen Kante. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Sechseck hat die benötigte Größe erreicht, wie gesagt gemessen vom Anfangspunkt gerade hinaus, und so sieht das Ganze zusammengelegt aus. Es ist erforderlich, dass man das in Form zieht, ja. Das passiert nicht von allein, man muss das Sechseck in eine schöne Form ziehen. Und jetzt häkle ich eine Runde in Weiß in einer Kontrastfarbe und ich bin hier am Ende der letzten Runde angelangt. Ich habe die 2 Stäbchen gehäkelt. Das letzte Stäbchen habe ich nicht fertig gehäkelt und hier schließe ich dieses Stäbchen mit der neuen Farbe ab. Und dann schließe ich wie gewohnt mit einem halben Stäbchen in das erste Stäbchen. Jetzt könnt ihr den grünen Faden, bei mir grün, abschneiden und hinten die beiden Fäden miteinander verknoten, nicht zu fest. Und jetzt beginne ich wieder mit dem Ersatzstäbchen. Und ich häkle in die Lücke noch 2 Stäbchen. Das ist eine halbe Ecke. Und jetzt häkle ich in jeden vorhandenen Maschenkopf ein Stäbchen und auch in jede Lücke häkle ich ein Stäbchen. Und das machen wir bis zur Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen. Es ist sehr wichtig, dass ihr auf jedes Stäbchen ein Stäbchen häkelt. Auch hier
auf die zugenommenen Stäbchen der Vorreihe. Und in die Ecke häkeln wir 5 Stäbchen. Und das machen wir bei allen Kanten gleich. Auch hier auf die zugenommenen Stäbchen ebenfalls immer ein Stäbchen häkeln. Und dann in jede Lücke ein Stäbchen und auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und in alle Ecken häkeln wir 5 Stäbchen. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen. Ich habe bis zur Lücke hin Stäbchen gehäkelt und wir haben am Anfang 3 Stäbchen gemacht. Das heißt, wir brauchen noch 2 Stäbchen in der Lücke, damit wir auch hier 5 Stäbchen haben. Und wir schließen in den Kopf des ersten Stäbchens mit einer Kettmasche zur Runde. Und so befinden wir uns genau in der Mitte der Ecke. Und jetzt legt ihr euch das Teil so hin wie ich und klappt die gegenüberliegenden Seiten aufeinander, sodass jetzt die Innenseite zu sehen ist. Dann dreht ihr euch das Ganze herum und hier schließen wir nun die Ärmelnaht und wir müssen hier ein Stück offen lassen für den Halsausschnitt. Die Maße schreibe ich euch oben in die Ecke und ich würde mir hier ein paar Klammern hingeben. Hier messt ihr das angegebene Maß herüber und setzt dann genau die erste Klammer. Ich mache das jetzt nur provisorisch und dann würde ich hier ein paar Klammern hingeben. Das ist nur provisorisch, damit wir uns leichter tun beim Zusammenhäkeln. Und wie gesagt, ganz wichtig, hier ein Stück offen lassen für den Halsausschnitt. Und jetzt häkeln wir zuerst eine Luftmasche und dann stechen wir hier ins mittlere Stäbchen ein und hinten ebenfalls ins mittlere Stäbchen dieser 5 Stäbchen. Wir holen den Faden durch und häkeln eine feste Masche. Und dann häkeln wir Maschenkopf für Maschenkopf zusammen. Mit festen Maschen bis zum Halsausschnitt. Der muss offen bleiben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beim Halsausschnitt angekommen. Zählt hier die Maschenköpfe, damit ihr das zweite Teil genau gleich machen könnt. Ich häkle noch eine Luftmasche. Ich schneide den Faden ab, ziehe ihn durch und ziehe ihn fest und diese Naht muss in die Breite gezogen werden. Und jetzt drehe ich das ganze Teil um auf die schöne Seite und dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Jacke umgedreht, sodass die schöne Seite jetzt außen ist. Das erkennt ihr an der schönen Schulternaht. Und jetzt häkeln wir das Ärmelbündchen dran und ich beginne hier ungefähr bei der Hälfte unter dem Arm. Hier steche ich in eine Masche ein. Ich hole den Faden durch. Ich mache einen Knoten. Ich steche noch einmal in die Masche ein
hole den Faden durch und häkle unser Ersatzstäbchen. Und dann häkle ich in jede zweite Masche ein Stäbchen, aber keine Luftmaschen dazwischen. Hier ist das erste Stäbchen, eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln, eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln, aber keine Luftmaschen zwischen den Stäbchen. Und wir achten darauf, dass wir eine gerade Anzahl an Stäbchen erhalten. Das regeln wir am Ende der Runde und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Bei mir hat sich bis hierher eine ungerade Maschenzahl ergeben und deshalb häkle ich einfach hier am Ende noch ein Stäbchen, ohne eine Masche auszulassen. Wenn ihr hier schon eine gerade Maschenzahl habt, könnt ihr sofort mit einer Kettmasche zur Runde schließen. Und ab jetzt häkle ich 2 Luftmaschen am Anfang der Reihe, nicht zu klein, und dann häkle ich abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Und das machen wir die ganze Reihe so und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Hier seht ihr die 2 Luftmaschen, die wir am Anfang gemacht haben. Und die Runde endet mit einem Reliefstäbchen von vorne. Und dann schließen wir in die zweite Luftmasche mit einer Kettmasche zur Runde. Und diese Runde wird nun stets wiederholt. Wir beginnen mit 2 Luftmaschen, diese nicht winzig klein häkeln. Dann kommt immer ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten und die Runde endet mit einem Reliefstäbchen von vorne und einer Kettmasche in die zweite Luftmasche und ich habe circa 7 cm Bündchen gehäkelt und dann die Arbeit vorläufig beendet. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe ca. 7 cm Bündchen an den Ärmel dran gehäkelt. Ich habe schon einmal alle Fäden vernäht und jetzt brauchen wir ein zweites völlig identisches Teil. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe ein zweites völlig identisches Teil angefertigt und jetzt legen wir die Teile so zueinander und wir schließen die rückwärtige Naht. Und wir beginnen im mittleren Stäbchen der Fünfergruppe auf beiden Seiten. Wir holen den Faden durch. Wir machen einen Knoten. Wir stechen noch einmal durch beide Maschen durch. Wir holen den Faden durch und häkeln eine Luftmasche und in dieselben Maschen eine feste Masche. Und dann schließen wir Masche für Masche die rückwärtige Naht. Und auch hier könnt ihr euch ein paar Klammern hingeben. Das erleichtert das Zusammenhäkeln und
hier oben sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch hier ende ich genau in der Ecke und ich häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Dieser Faden muss natürlich noch vernäht werden und die Naht muss wieder schön in Form gezogen werden, und bei diesem Modell empfehle ich, das Modell zu waschen und schön in Form zu ziehen, und dann ist unsere wunderschöne Hexagonjacke fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts, und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.